Wie kann ich dieses Jahr echte Disziplin aufbauen? Und wie spreche ich eigentlich auf Deutsch über Disziplin? Und damit hallo und herzlich willkommen bei unserem Deutsch-Podcast. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Hallo auch von mir. In diesem Podcast lernt ihr Deutsch mit echten Gesprächen, so wie Menschen im Alltag wirklich sprechen. Heute haben wir ein Thema, das viele Menschen betrifft, nicht nur beim Sprachenlernen. Genau. Heute sprechen wir darüber, wie man echte Disziplin aufbaut und noch viel wichtiger, wie man diszipliniert bleibt. Aber Markus, was bedeutet eigentlich Disziplin? Gute Frage. Viele denken bei dem Wort Disziplin an Druck oder strenge Regeln. Im Deutschen bedeutet Disziplin aber nicht, hart zu sich selbst zu sein. Disziplin heißt, kleine Dinge regelmäßig zu tun, auch wenn du gerade keine Lust hast. Nicht perfekt, sondern ehrlich. Man könnte sagen, du machst weiter, weil es dir langfristig gut tut. Und genau das kann man lernen. Und später in dieser Folge kommt noch ein Experte für Disziplin dazu. Er erklärt ganz konkret, wie man beim Deutschlernen diszipliniert bleibt, auch wenn die Motivation manchmal fehlt. Also bleibt unbedingt dran, wenn ihr wissen wollt, wie ihr Deutsch regelmäßig lernen könnt, ohne euch ständig dazu zwingen zu müssen. Markus, ich möchte dich etwas fragen. Was glaubst du, was wirklich darüber entscheidet, ob man seine Ziele erreicht? Eine gute Frage. Für mich ist es Disziplin. Sie hilft uns weiterzumachen, auch an Tagen, an denen wir keine Lust haben. Das klingt logisch. Und ehrlich gesagt passt das gut zu mir gerade. Warum? Ich merke, dass mir im Moment ein bisschen die Disziplin fehlt. Ich habe mir Dinge vorgenommen, aber ich ziehe sie nicht richtig durch. Das kennen viele Menschen. Was fällt dir gerade besonders schwer? Zum Beispiel Sport. Ich möchte mich mehr bewegen, aber genau an den Tagen, an denen ich trainieren will, lande ich abends auf dem Sofa und schaue Serien. Das klingt sehr vertraut. Ich sage mir dann oft, morgen fange ich an, aber dieser Morgen kommt irgendwie nie. Dieses Morgen fange ich an kennen wir alle. Genau deshalb sprechen wir heute über Disziplin. Ja, denn ohne Disziplin schieben wir Dinge auf und verlieren unsere Ziele aus den Augen. Dann lass uns mit dem ersten wichtigen Punkt anfangen. Ja, dann lass uns mit dem ersten Tipp anfangen. Fang klein an. Genau. Kleine Schritte sind oft viel wirkungsvoller als große Pläne. Aber warum ist das so? Große Ziele klingen doch eigentlich motivierend. Am Anfang ja. Aber große Ziele brauchen viel Energie und Disziplin von Anfang an. Warte kurz, Markus. Ich glaube, viele Zuhörer fragen sich jetzt, was meinst du genau mit Energie und Disziplin? Was bedeuten diese Wörter hier eigentlich? Gute Frage. Mit Energie meine ich deine Kraft und Aufmerksamkeit, also wie wach und konzentriert du dich fühlst. Disziplin bedeutet, etwas trotzdem zu tun, auch wenn diese Energie gerade niedrig ist. Zum Beispiel Deutsch zu lernen, obwohl du müde bist. Beide Dinge arbeiten zusammen, aber Disziplin hilft dir besonders an schwierigen Tagen. Genau das ist das Problem. Diese Energie ist bei mir oft nur kurz da und dann verschwindet sie wieder. Ja, und oft liegt das daran, dass man sich am Anfang sehr viel vornimmt. Stimmt. Motivation ist am Anfang immer da.
Dieses Gefühl von jetzt ändere ich alles. Genau. Motivation fühlt sich gut an, aber sie hält meistens nicht lange. Bei mir ist sie oft nach ein paar Tagen weg. Das ist normal. Motivation ist wie ein Startimpuls, aber kein Motor für den Alltag. Und dann bleiben nur noch die Ziele. Genau. Ziele sind das, was man erreichen möchte. Zum Beispiel fitter sein oder besser Deutsch sprechen. Aber Ziele allein helfen mir irgendwie nicht weiter. Weil ein Ziel noch nichts darüber sagt, was du heute tun sollst. Ja, ich weiß, was ich will, aber nicht, wie ich dranbleiben soll. Genau hier kommt Disziplin ins Spiel. Disziplin klingt für mich immer ein bisschen streng. Das denken viele. Aber Disziplin heißt nicht, sich zu zwingen. Sondern Disziplin heißt, etwas trotzdem zu tun, auch wenn die Lust gerade fehlt. Lust ist dieses Gefühl von ich habe gerade wirklich Bock darauf. Genau. Und diese Lust ist nicht jeden Tag da. Bei mir eher selten. Deshalb kann man sich nicht nur auf Lust verlassen. Also brauche ich etwas, das auch funktioniert, wenn ich keine Lust habe. Genau. Und das sind kleine Gewohnheiten. Gewohnheiten sind Dinge, die man macht, ohne viel darüber nachzudenken. Richtig. Und je kleiner sie sind, desto leichter werden sie Teil des Alltags. Das erklärt, warum meine großen Ziele oft scheitern. Weil sie zu viel auf einmal verlangen. Zum Beispiel jeden Tag 1 Stunde Sport oder alles perfekt machen. Das ist ein großes Ziel mit viel Druck. Und dieser Druck nimmt mir die Lust komplett. Genau. Dann wird alles schwer. Und am Ende höre ich auf, obwohl ich eigentlich motiviert war. Deshalb ist es oft besser, ein Ziel kleiner zu denken. Also nicht weniger wichtig, sondern realistischer. Genau. Ein Ziel, das zum Alltag passt. Zum Beispiel nur 5 Minuten Bewegung. Ja. 5 Minuten sind überschaubar, Mein Kopf denkt dann nicht sofort, das schaffe ich nie. sondern eher, okay, das geht. Und wenn ich es mache, fühle ich mich gut. Und dieses Gefühl hilft dir, es wieder zu tun. Dann entsteht Disziplin nicht durch Zwang, sondern durch Wiederholung. Genau. Erst kommt die Gewohnheit, dann der Fortschritt. Fortschritt heißt dann nicht sofort große Veränderungen. Sondern viele kleine Schritte, die sich sammeln. Das klingt viel realistischer als meine bisherigen Ziele. Und langfristig ist es auch viel stabiler. Also Motivation für den Start, Ziele für die Richtung und Disziplin für den Alltag. Genau so kann man es sagen. Auch wenn es wenig klingt, merkt man mit der Zeit, dass sich das sammelt. Genau. 5 Minuten jeden Tag bringen auf Dauer mehr, als einmal viel zu machen und dann wieder aufzuhören. Das merke ich auch beim Sprachenlernen. Absolut. Statt sich vorzunehmen, jeden Tag 1 Stunde zu lernen, reicht es oft, klein anzufangen. Zum Beispiel kurz lesen oder ein paar Minuten zuhören. Oder ein neues Wort lernen und es bewusst einmal benutzen. Das fühlt sich viel entspannter an. Und genau deshalb bleibt man eher dabei. Also ist es wichtiger, etwas regelmäßig zu machen, als lange am Stück. Ja. Disziplin entsteht nicht durch große Kraftakte, sondern durch Wiederholung. Deshalb werden kleine Gewohnheiten irgendwann ganz normal. Genau. Sie gehören dann einfach zum Alltag. Und in dem Moment fühlt sich Disziplin auch nicht mehr wie Zwang an.
Richtig. Und damit kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Okay, erzähl. Der zweite Tipp ist: Schau nicht nur auf deine Ziele, sondern auf deine Systeme. Was meinst du mit Systemen? Ein Ziel ist zum Beispiel: Ich möchte fitter werden. Das habe ich mir auch schon oft gesagt. Ein System ist das, was du jeden Tag dafür tust. Also die kleinen Schritte im Alltag? Genau. Zum Beispiel jeden Tag ein kurzer Spaziergang oder ein fester Zeitpunkt für Bewegung. Ich habe oft große Ziele, aber keinen klaren Plan. Das geht vielen so. Ziele ohne System sind schwer durchzuhalten. Ich habe mir einmal gesagt, ich will schnell viel verändern. Und wie lief das? Am Anfang gut, aber dann war ich enttäuscht, weil die Ergebnisse nicht sofort da waren. Genau hier helfen Systeme. Sie sorgen dafür, dass du dranbleibst, auch wenn man noch nichts sieht. Also geht es weniger um das Endergebnis und mehr um den Weg. Genau. Wenn das System stimmt, kommen die Ergebnisse von allein. Das fühlt sich viel ruhiger an. Und genau das hilft, diszipliniert zu bleiben, ohne sich ständig unter Druck zu setzen. Okay? Ich glaube, ich verstehe das mit den Systemen besser. Es geht also nicht darum, jeden Tag super motiviert zu sein. Genau. Motivation kommt und geht. Ein gutes System bleibt. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich manchmal trotzdem Zweifel. Das ist normal. Welche Zweifel meinst du? Zum Beispiel, wenn ich mich nur auf kleine Schritte konzentriere, dauert dann nicht alles sehr lange? Ja, es dauert länger. Aber es hält auch länger. Das ist ein guter Punkt. Große Veränderungen, die schnell kommen, verschwinden oft auch schnell. Stimmt. Das habe ich schon öfter erlebt. Kleine Schritte sind vielleicht langsamer, aber sie sind stabil. Und das ist wahrscheinlich besser, wenn man wirklich etwas ändern will. Genau. Disziplin ist kein Sprint, sondern eher ein ruhiger Weg. Bevor wir gleich mit dem nächsten Tipp weitermachen, bin ich ehrlich gesagt schon gespannt, was Alex später dazu sagt. Ja, ich auch. Er arbeitet viel mit Menschen, die eine Sprache lernen, und kennt genau diese Probleme mit Motivation und Disziplin. Vor allem, wie man beim Sprachenlernen wirklich dranbleibt, auch nach ein paar Wochen. Genau. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Und wenn ihr gerade zuhört, möchten wir euch kurz etwas fragen. Was ist euer Ziel gerade? Wollt ihr besser Deutsch verstehen, flüssiger sprechen oder einfach regelmäßig lernen? Schreibt es gern in die Kommentare. Das hilft nicht nur uns, sondern auch anderen Lernenden. Und wenn euch diese Folge gefällt, gebt ihr gern ein Like. So wissen wir, dass euch diese Gespräche helfen und können mehr davon machen. Jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Tipp. Genau. Der nächste Punkt baut direkt darauf auf. Okay, du hast gesagt, man soll Gewohnheiten attraktiv machen. Ja, das ist sehr wichtig. Ich verstehe die Idee. Aber manchmal denke ich, Lernen muss doch nicht immer Spaß machen. Da hast du recht. Nicht jeder Moment muss Spaß machen. Das beruhigt mich ein bisschen. Aber es sollte sich auch nicht wie eine Strafe anfühlen. Ja, das kenne ich. Wenn etwas zu schwer wirkt, schiebe ich es weg. Genau deshalb hilft es, Lernen mit etwas Angenehmem zu verbinden. Zum Beispiel
Musik oder eine Serie. Genau. Oder eine kleine Pause danach, auf die du dich freust. Also eher freundlich mit sich selbst sein. Ja. Freundlichkeit ist oft effektiver als Druck. Und wenn es trotzdem ein Tag ist, an dem nichts klappt, Dann akzeptierst du das und machst am nächsten Tag weiter. ohne schlechtes Gewissen, Genau. Disziplin heißt nicht perfekt sein. sondern wieder anfangen. Genau das. Das fühlt sich machbar an. Und genau darum geht es. Wer hätte gedacht, dass Disziplin manchmal auch mit Snacks und Fernsehen zu tun hat? Genau. Disziplin muss nicht langweilig sein. Das beruhigt mich ein bisschen. Und das bringt uns zum nächsten wichtigen Punkt. Gestalte deine Umgebung so, dass sie dir hilft. Meinst du damit den Ort, an dem ich lerne oder arbeite? Ja, deine Umgebung kann deine Disziplin unterstützen oder sie schwieriger machen. Das stimmt. Wenn mein Schreibtisch unordentlich ist oder überall Snacks liegen, bin ich sehr schnell abgelenkt. Genau. Dann ist es viel leichter nachzugeben und etwas anderes zu machen. Also ist meine Umgebung manchmal schon das Problem. Oft ja. Deshalb habe ich angefangen, kleine Dinge zu verändern. Zum Beispiel, Ich lege meine Sportsachen abends schon bereit. Dann sehe ich sie morgens sofort. das erinnert dich daran, Sport zu machen. Genau. Und ich lege Snacks nicht direkt neben meinen Arbeitsplatz. Das klingt logisch. Das Ziel ist, gute Entscheidungen einfacher zu machen und Aufschieben schwieriger. Und das funktioniert auch beim Deutschlernen? Auf jeden Fall. Wenn deine Lernmaterialien sichtbar sind, nutzt du sie eher. Also zum Beispiel ein Buch auf dem Tisch oder eine App auf dem Handy-Startbildschirm. Genau. Was man sieht, benutzt man öfter. Und was man nicht sieht, vergisst man schnell. Richtig. Auch die Menschen um dich herum spielen eine Rolle. Inwiefern? Wenn Menschen dich unterstützen, bleibst du leichter dran. Aber wenn Freunde ständig ablenken, wird es schwieriger. Das stimmt. Deshalb hilft es, zumindest eine Person zu haben, die deine Ziele kennt. Okay, das ergibt Sinn. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Energie und Willenskraft. Oh ja. Am Abend ist meine Willenskraft oft komplett weg. Das geht vielen so. Willenskraft ist wie ein Muskel. Also sie wird müde, wenn man sie zu oft benutzt. Genau. Deshalb solltest du wichtige Dinge dann machen, wenn du noch Energie hast. Also eher morgens oder früher am Tag. Ja. Wenn du dann Deutsch lernst oder Sport machst, brauchst du weniger Disziplin. Abends fällt mir das viel schwerer. Das ist ganz normal. Und was ist mit Entscheidungen? Ich habe das Gefühl, ich treffe den ganzen Tag Entscheidungen. Genau deshalb ist es gut, Entscheidungen zu automatisieren. Was meinst du damit? Genau deshalb ist es gut, Entscheidungen zu automatisieren. Automatisieren bedeutet, dass du nicht jeden Tag neu überlegen musst, was du tun willst. Wenn du jeden Tag entscheiden musst, wann du lernst oder ob du lernst, kostet das viel Energie. Diese Energie fehlt dir dann später. Wenn du aber zum Beispiel festlegst, ich lerne jeden Tag nach dem Frühstück 5 Minuten Deutsch, dann ist die Entscheidung schon getroffen. Du musst nicht mehr überlegen, du machst es einfach. Das hilft besonders an stressigen Tagen. Automatisierte Entscheidungen machen Disziplin leichter, weil sie weniger Kraft brauchen. Ja, das macht für mich wirklich Sinn.
Wenn ich ehrlich bin, entscheide ich jeden Tag neu, ob ich etwas mache oder nicht. Und genau das macht es so schwer. Wenn ich mir stattdessen einen festen Zeitpunkt setze, zum Beispiel jeden Morgen nach dem Kaffee 5 Minuten Deutsch, muss ich nicht mehr überlegen. Dann ist es einfach Teil meines Tages. Ich merke, dass mir das Sicherheit gibt. Auch an Tagen, an denen ich müde bin, weiß ich dann, jetzt ist kurz Deutsch dran. Das fühlt sich weniger anstrengend an und realistischer für meinen Alltag. Genau. Dann denkst du nicht mehr nach, du machst es einfach. Das klingt sehr hilfreich. Ein weiterer Punkt ist Unterstützung von anderen. Du meinst so etwas wie Verantwortung? Ja. Wenn jemand weiß, was du vorhast, bleibst du eher dran. Das kenne ich. Wenn jemand nachfragt, mache ich es eher. Genau. Das gilt für Sport genauso wie für Deutsch. Also zum Beispiel ein Lernpartner oder eine Gruppe? Ja. Ohne Druck. Einfach mit Unterstützung. Das fühlt sich besser an, als alles allein zu machen. Und genau das hilft, diszipliniert zu bleiben. Okay, das waren viele gute Tipps. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Unser Experte in dem Feld ist heute zu Besuch. Hallo Alex? Hallo zusammen. Hallo zusammen. Mein Name ist Alex. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Menschen an den Themen Disziplin, Gewohnheiten und Motivation. Besonders oft begleite ich Menschen, die eine neue Sprache lernen und merken, ich weiß eigentlich, was gut für mich wäre, aber ich schaffe es nicht, regelmäßig dran zu bleiben. Das erlebe ich beim Sprachenlernen, beim Sport und auch im Alltag sehr häufig. Woran liegt das aus deiner Sicht? Das passt wirklich zu mir. Zum Beispiel beim Deutschlernen. Am Anfang bin ich sehr motiviert. Ich nehme mir vor, jeden Tag zu lernen, vielleicht 30 oder 40 Minuten. Die ersten Tage klappt das auch gut. Aber dann kommt ein stressiger Tag, ich bin müde, ich lasse es einmal aus. Und danach denke ich sofort, jetzt habe ich es schon kaputt gemacht. Dann höre ich oft ganz auf. Das ist ein sehr typisches Muster. Und wichtig ist, das bedeutet nicht, dass du undiszipliniert bist. Für mich fühlt es sich aber so an. Ich denke dann, andere schaffen das, nur ich nicht. Viele meiner Klienten sagen genau das. Das Problem ist nicht deine Person, sondern die Art, wie du Disziplin verstehst. Du hast Disziplin mit Perfektion verbunden. Ja, genau. Entweder ganz oder gar nicht. Und das funktioniert selten. Disziplin heißt nicht, nie eine Pause zu machen oder nie einen schlechten Tag zu haben. Disziplin heißt, nach einer Pause wieder anzufangen. Also, ist ein Tag ohne Lernen kein Problem? Nein, das Problem ist nicht der eine Tag, sondern die Reaktion darauf. Viele denken, jetzt ist es egal. Als Experte sehe ich immer wieder, erfolgreiche Menschen sind nicht perfekt. Sie sind flexibel. Das nimmt viel Druck raus. Genau. Ein weiterer Punkt ist die Länge. 30 oder 40 Minuten sind für viele zu viel, besonders nach einem langen Tag. Das merke ich. Abends habe ich oft keine Energie mehr. Deshalb empfehle ich beim Sprachenlernen kleine Einheiten. Zum Beispiel 5 oder 10 Minuten. Das ist kurz genug, um es auch an müden Tagen zu schaffen. Und das reicht wirklich? Ja. Sprache lernt man durch Regelmäßigkeit. 5 Minuten jeden Tag sind für das Gehirn besser als eine lange Einheit einmal pro Woche. Das klingt viel realistischer für meinen Alltag. Genau. Und noch etwas Wichtiges. Lobe dich für kleine Schritte. Viele Menschen sehen nur, was sie nicht geschafft haben. Das mache ich auch oft. Wenn du aber sagst,
Heute habe ich trotzdem 5 Minuten gelernt, stärkst du deine Disziplin. Das ist kein Trick, das ist Training für dein Gehirn. Also Disziplin kann man wirklich lernen? Absolut. Disziplin ist kein Charakterzug. Sie entsteht durch kleine Entscheidungen, jeden Tag. Ein wichtiges Wort hier ist Momentum. Momentum bedeutet, dass etwas in Bewegung bleibt. Kleine Schritte, die man regelmäßig macht, erzeugen dieses Gefühl von Ich bin schon drin. Also nicht stehen bleiben. Genau. Und ich sehe bei vielen meiner Klienten, dass sie sich schnell überfordert fühlen. Überfordert bedeutet, dass zu viele Aufgaben gleichzeitig im Kopf sind. Zum Beispiel beim Sprachenlernen. Eine Person sagt sich, ich muss neue Wörter lernen, Grammatik verstehen, besser hören, flüssiger sprechen und keine Fehler machen. Alles auf einmal. Der Kopf ist dann voll und weiß nicht, wo er anfangen soll. Statt zu lernen, blockiert man innerlich. Viele denken dann, sie seien faul oder nicht diszipliniert. Aber in Wirklichkeit ist das Gehirn einfach überlastet. Wenn man die Aufgaben kleiner macht, wird der Kopf wieder ruhiger und Lernen wird möglich. Genau. Wenn man innerlich blockiert, ist der wichtigste Schritt, den Druck rauszunehmen. Statt alles gleichzeitig machen zu wollen, solltest du dich auf eine kleine Sache konzentrieren. Zum Beispiel nur 5 Minuten lernen oder nur einen kurzen Text lesen. Das hilft dem Gehirn wieder ins Handeln zu kommen. Aufschieben passiert oft nicht, weil man keine Disziplin hat, sondern weil die Aufgabe zu groß wirkt. Wenn du sie kleiner machst, verschwindet dieses Gefühl. Dann fängt man an, statt weiter zu warten. Und genau dieses Anfangen ist der wichtigste Schritt gegen Aufschieben. Und dann wird aufgeschoben. Richtig. Aufschieben ist ein ganz typisches Zeichen von Überforderung. Man weiß, was zu tun wäre, aber man fängt nicht an. Das kenne ich sehr gut. Deshalb ist Regelmäßigkeit so entscheidend. Regelmäßig heißt nicht viel, sondern oft. 5 Minuten jeden Tag schlagen 1 Stunde einmal pro Woche. Gerade beim Sprachenlernen. Absolut. Sprache lebt von Wiederholung. Und hier kommt ein weiterer wichtiger Begriff ins Spiel. Verstärkung. Was meinst du damit? Verstärkung bedeutet, dass du ein Verhalten mit etwas Positivem verbindest. Das kann ein gutes Gefühl sein, ein kleiner Haken auf einer Liste oder ein kurzer Gedanke wie gut gemacht. Das klingt simpel, aber es ist sehr wirkungsvoll. Ich sehe das bei vielen meiner Klienten. Am Anfang konzentrieren sie sich nur auf das, was nicht klappt. Wenn sie aber anfangen, auch kleine Schritte bewusst wahrzunehmen, verändert sich viel. Das Gehirn merkt dann, dieses Verhalten lohnt sich. Und genau das macht es wahrscheinlicher, dass man weitermacht. Verstärkung hilft also, Disziplin aufzubauen, ohne Druck. Und Motivation? Motivation ist oft der Anfang von allem. Dieses Gefühl von Energie, Lust und Neugier. Man denkt, jetzt starte ich, jetzt ändere ich etwas. Das Problem ist nur, dass Motivation nicht verlässlich ist. Sie hängt von Stimmung, Schlaf, Stress und vielen anderen Dingen ab. Deshalb verschwindet sie oft schnell, und das ist normal. Viele glauben dann, etwas stimmt mit ihnen nicht. Aber das stimmt nicht. Motivation ist kein fester Zustand. Sie kommt und geht. Genau deshalb darf Disziplin nicht nur von Motivation abhängen. Systeme, Gewohnheiten und kleine Schritte tragen dich auch dann, wenn Motivation gerade fehlt. Und Disziplin fängt dann an, wenn Motivation weg ist. Genau. Disziplin ist das, was bleibt, wenn die Lust fehlt. Dabei hilft Verantwortung. Verantwortung gegenüber sich selbst oder anderen? Beides. Verantwortung heißt, dass man zu seinem Plan steht. Zum Beispiel, wenn man jemandem sagt,
Ich lerne jeden Tag Deutsch. Allein das verändert schon das Verhalten. weil man ernst genommen wird. Genau. Und ein letzter sehr wichtiger Punkt ist Willenskraft. Willenskraft ist begrenzt. Deshalb ist es so wichtig, Dinge zu automatisieren. Also zur Gewohnheit zu machen. Genau. Wenn etwas automatisch läuft, brauchst du kaum Willenskraft. Du machst es einfach. Das ist echte, nachhaltige Disziplin. Das macht das Ganze viel realistischer. Genau. Disziplin ist kein Talent und kein Charakterzug. Es ist ein System aus kleinen Entscheidungen, die man jeden Tag trifft. Vielen Dank, Alex. Das war sehr wertvoll. Ja, das hat viele Dinge für mich klarer gemacht. Sehr gern. Und denk daran, besonders beim Sprachenlernen geht es nicht um Perfektion, sondern um Dranbleiben. Dann kommen wir langsam zum Schluss. Denk daran, kleine Gewohnheiten, gute Systeme und eine unterstützende Umgebung machen Disziplin leichter. Und seid freundlich zu euch selbst. Gute Gewohnheiten dürfen sich gut anfühlen. Genau. Gute Gewohnheiten dürfen sich gut anfühlen. Disziplin soll euch helfen, nicht euch belasten. Wenn ich das heute so zusammenfasse, dann nehme ich vor allem 3 Dinge mit. Welche? Erstens. Disziplin hat nichts mit Perfektion zu tun. Es geht nicht darum, jeden Tag alles richtig zu machen. Sondern darum, immer wieder zurückzukommen. Genau. Zweitens. Kleine Schritte sind kein Zeichen von Schwäche, sondern von Klugheit. Kleine Schritte, die regelmäßig passieren, verändern am meisten. Und drittens. Disziplin ist nichts Besonderes oder nur für bestimmte Menschen. Sie ist etwas, das man lernen kann. Schritt für Schritt, im eigenen Tempo. Und genau deshalb möchten wir euch zum Abschluss noch etwas mitgeben. Eine kleine Challenge für die nächste Woche, Keine große, keine schwierige. sondern eine, die wirklich machbar ist. Unsere Challenge für euch lautet: Zieht jeden Tag eine kleine Sache durch. Egal was es ist. Es kann 5 Minuten Deutsch sein Oder ein kurzer Spaziergang. oder ein paar Minuten lesen. Wichtig ist nur, ihr entscheidet euch bewusst dafür und macht es. Auch an Tagen, an denen ihr keine große Lust habt. Nicht perfekt, nicht lange, einfach ehrlich. Und wenn ihr einen Tag verpasst, ist das kein Problem. Dann macht ihr am nächsten Tag weiter. Genau das ist Disziplin. Wenn ihr möchtet, schreibt uns in die Kommentare, was eure kleine Sache ist. Das hilft euch selbst und vielleicht auch anderen. Und wir lesen die Kommentare wirklich gern. Außerdem interessiert uns sehr: Was möchtet ihr als nächstes sehen oder hören? Mehr über Motivation, mehr über Deutschlernen im Alltag. Oder über andere Themen, die euch gerade beschäftigen? Schreibt es uns gern. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt ihr gern ein Like. So wissen wir, dass euch diese Gespräche helfen. Und wir können mehr davon machen. Denkt daran, Disziplin bedeutet nicht, hart zu euch selbst zu sein. Sondern euch selbst ernst zu nehmen. Eure Zeit, eure Energie und eure Ziele. Kleine Schritte zählen. Jeder Tag zählt. Danke, dass ihr heute dabei wart und euch Zeit genommen habt. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dahin, bleibt freundlich zu euch selbst. Und zieht eure eine kleine Sache durch. Tschüss und bis bald. Bis zum nächsten Mal.